be back after coffee break. So, das ist jetzt die letzte Unterrichtsstunde für diese Woche. This is our last bit of lecture for the week. Und in dieser Stunde wollen wir quasi noch Juda vollenden, sozusagen die Geschichte von Juda. In this hour, we want to cover the rest of the history of Judah. Wir sind gerade bei Asa, also wir haben noch einen Weg zu gehen bis zur Zerstörung von Jerusalem. Right now, we're talking about the king Asa. As you can tell, we still have a bit to go to cover the history of the other kings. Aber ich bin optimistisch, dass wir angelangt am Ziel. But I am optimistic that we will reach our goal. Okay, Asa haben wir abgeschlossen. Der nächste König ist Josaphat. So, since we're done with Asa, the next king we're going to talk about is Jehoshaphat. Und auch Jehoshaphat wurde von verschiedenen Heeren angegriffen, also eine ganz große Menge ist gegen ihn gekommen. Jehoshaphat also was attacked by various armies where multitudes came against him. Und es heißt, er hat sich gefürchtet, also ganz menschlich. It says that he feared, that he became afraid, something very human. Aber dass er gleichzeitig auch das Angesicht Gottes gesucht hat. But that at the same time, then he sought God's face. Und dann hat er ein Fasten ausgerufen in ganz Juda. And then he called a fast, a period of fasting in all of Judah. Und das finde ich auch enorm cool von dem König einfach. Something that I think is so amazing about this king. Dass er nicht nur selber sich an Gott wendet im Gebet, That he does not only turn to God himself in prayer, sondern dass er sein ganzes Volk ins Gebet bringt, in Gott suchen und fasten. but that he brings his whole nation, his whole people into prayer, into seeking God and fasting. Ich habe nur gedacht, wie cool wäre es, wenn wir als Europäer jetzt in dieser ganzen wackeligen Situation mit Brexit und was weiß ich, was noch alles unsicher ist. I was thinking how awesome it would be if we as Europeans, with all that situation going on in Europe with the Brexit and all that, Wie cool wäre es, wenn unsere Politiker sagen würden, Leute, komm und betet mit uns. if our politicians stood up and said, people, let's pray together. Aber solange es die Politiker noch nicht so konkret formulieren können, But until the politicians will be able to formulate it in such a real way, ist es gut, wenn wir als Gottesvolk in dem Thema beten, und das machen wir ja auch. it is good if we as God's people can pray into this, and it is something that we do. Aber ich glaube schon, dass es nochmal wirklich einen Unterschied macht, wenn ein Politiker anfängt zu beten und dem Volk auch zu sagen, hey, komm, wir beten jetzt. But I do think it would make a real difference if a politician, if a leader of the people would stand up and say, come on, we're going to pray now. Deswegen glaube ich, dass es wirklich richtig wichtig ist, dass wir für unsere Politiker beten, dass sie echt Gott suchen und gemäß seinem Willen unsere Länder regieren. That is why I think it's so important that we would pray for our politicians, that they would seek God and rule our countries according to His will. Okay, und zurück zu Josaphat. Coming back to Jehoshaphat. Sie haben gebetet und dann hat ein Prophet auch wirklich gesagt, hey, keine Sorge, fürchtet euch nicht, ihr werdet gewinnen, auch wenn ihr viel kleiner seid. So they prayed to God, and then a prophet came and said, do not worry, you will win even if you are much smaller. Und Josaphat hat sich entschieden, dass sie ihm gehorchen, dass sie mit dieser Aussage von dem Propheten mitgehen. Jehoshaphat decided to go along with this statement from the prophet to obey God. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt von guten Königen, dass er dem Propheten Gottes zuhört und die Ratschläge ernst nimmt und folgt. I think this is another point, another characteristic of a good king, that he listens to what a prophet has to say, takes that in, and then obeys that. Und dann ist eben dieser Tag des Angriffs und des Krieges immer näher gerückt. And so the day of the attack came closer. Und jetzt können wir mal bitte 2. Chronik Kapitel 20, Verse 20 bis 22 aufschlagen und lesen. Now let's read 2 Chronicles chapter 20, verses 20 to 22. Gerne kann von euch jemand lesen. And one of you read that out? Is it the same in English? I believe so. Chapter 20, verses 20 to 22. Early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Jehoshaphat stopped and said, listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in his prophets, and you will succeed. After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him.
for his holy splendor. This is what they sing. Give thanks to the Lord, his faithful love endures forever. At that very moment they begin to sing. At the very moment they begin to sing and give praise. The Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. Dankeschön. Was können wir hier nochmal lernen über was einen guten König ausmacht? What can we learn here about what makes a good king? Etwas, was noch nicht hier steht. Something we don't have on our list so far. Vers 21. Er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf. In verse 21 it says, he consulted the people and appointed singers to walk ahead of the army. Hier sind zwei Sachen, die ich wichtig finde. There are two things here that I find important. Der Rest von Ältesten. Hier steht sogar mit dem Volk, aber ich denke, genau, aber ich finde hier wichtig einfach, er holt sich Rat und ihm ist das Volk nicht egal, sondern er will Rat holen, genau. It says here, after consulting the people, so it means he is willing to take advice, he consults and he cares about the people. Und die andere Sache, die ich wichtig finde, die wird auch überall wiederholt in dem ganzen Buch der Chroniken. And another thing I find really important that keeps being repeated in the book of Chronicles. Was könnte das sein? What might that be? Er stellte Sänger für den Herrn auf, He appointed singers singing to the Lord, die Loblieder sangen. singing songs of praise. Und in Vers 22, und zu der Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Feinde. And then check out verse 22. At the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies to start fighting among themselves. Also dieses Heer der Judäer, die viel kleiner waren als das Heer der Feinde, This army of Judah, which was much smaller than that of the enemy, sie kämpfen mit anderen Waffen. they fight with other weapons. Und eine ganz mächtige Waffe ist Lobpreis. And a really powerful weapon is worship. In dem Moment, wo sie anfangen, Gott zu preisen und zu loben, werden die Gegner geschlagen. The moment they start praising God, the enemy is beaten. Also ich glaube, uns darf das wirklich auch heute noch bewusst sein, dass Lobpreis, das ist so mächtig, da stürzen Mauern wirklich ein. Something we can be aware of even today, that worship is something so powerful which brings walls to crumble. Und ich glaube, Walls to crumble. es macht wirklich einen Unterschied, ob in einem Land viel angebetet wird. Und auch dieses Singen, das ist einfach was Mächtiges. So I believe it makes such a difference whether there is a lot of worship in a country. There's something powerful about singing. Ja. Oder eben nicht. Also es macht einen Unterschied, ob man singt, ob man das macht oder eben nicht. It makes a difference whether you worship or not. Ja, und also seitdem mir das irgendwie bewusst ist, gehe ich ganz anders in Lobpreiszeiten rein, weil mir irgendwie ein bisschen mehr klar ist, dass es echt was macht im Unsichtbaren. Since I became aware of that, I started going into worship times with a different attitude because I'm convinced that it makes a difference in the invisible. Okay, so viel, ja. Könntest du nochmal sagen, wo du Textstellen hast für die Gehorsam den Propheten, den Rat und die Fürsorge für die anderen? Also alles ist in 2. Chronik Kapitel 20 und dass er zum Propheten hört, also dass er auf den Propheten hört, ist von 14 bis 19, also Verse 14 bis 19. So all of this here we find from listening to prophets all the way to worship. We find in 2 Kings chapter 20. The first one about the prophet is in verses 14 to 19. Dass er Rat sucht, ist dann von 20 in 21, Vers 21. That he sought advice or that he consulted is found in verse 21. Das gleiche auch für Cares About People, also auch 21. And also that he cares for his people. Und Lobpreis ist Vers 22. And then the part of like worship is in verses 21 and 22.
Sehr vorbildlich, dass du die Versangaben wissen musst. Gut, das so viel zu Josaphat. So much then for Jehoshaphat. Dann springen wir zum König Joasch, also Nummer 8. Now let's jump to King Joash, number 8. Und zu dem will ich nur so viel sagen, dass es einer von 2 Königen ist, der nur so lange gehorsam war und Gott wohlgefällig gelebt hat, solange er unter der Leitung von einem Priester stand. Something that stands out about Joash is that he only obeyed God and did well as long as he was under the leadership of a priest. Und natürlich ist sowieso das ganze Thema auch Anbetung und dass das hier überhaupt erwähnt wird, dass zum Beispiel dieser König gehorsam war, solange er unter dem Priester stand, deswegen in diesem Buch, weil es von einem Priester ja auch geschrieben wurde. And surely it has to do with the fact that this book was written by a priest, that these things are pointed out so much about all of these priests and about how Joash was doing well as long as he was under the counsel of a priest. Und da auch nochmal kurz nur den Gedanken mit dem Lobpreis. Also von Sängern und Lobpreis und Harfen lesen wir in Königen ja gar nichts. And just a quick thought back to worship, how about singers and harps and praising God, we don't really read anything in the book of Kings. Also diese Dinge sind einfach für uns Hinweise, dass es wirklich ein Priester geschrieben hat und ihm wichtig ist, dass wir die Rolle von Priestern auch erkennen. Which shows that someone wrote this book of Chronicles from a priestly perspective, who cared about us getting this message of how important it is to worship. Und bei dem Thema auch noch der Gedanke, dass das Volk, also dass Jesus ja quasi am Ende auch der einzig hohe Priester ist, sozusagen. And if you connect that to the thought that Jesus, as we've seen in the book of Hebrews, is the true high priest. Weil ich habe vorher so betont, dass Jesus eben dieser Messias sein wird, der politisch der König sein wird und sie befreien wird sozusagen. Because I've said a little while ago that Jesus is that fulfillment of the messianic prophecy, that he is the true king who will free them. Also auch die Erfüllung steht ja für uns auch noch aus, weil Jesus noch nicht als politischer König gekommen ist. Something which we're also still looking forward to as Jesus' second return, when he really takes over power in a political sense even. Aber eben jetzt auch, also der Autor, der legt ja Wert auf eben das Thema von Messias als politischen König und eben aber auch diesen priesterlichen Dienst. And so the author here is focusing on 2 aspects. One of them is the idea of a king as a political deliverer, and then but also now this priestly service. Und auch da, dass Jesus am Ende ja das Ziel ist, das habe ich bisher einfach noch nicht erwähnt, deswegen will ich das gerade noch sagen. And even in this priestly sense, Jesus is the one we're looking forward to. Ja, okay, aber zurück zu Joasch. Und dann, nachdem der Priester, unter dem er geleitet wurde, nicht mehr da war sozusagen, gestorben ist wahrscheinlich, ist der Joasch auch abgefallen und er hat Gott nicht mehr gesucht. And so in Joash's story, we see that as soon as the priest who was advising him, who was guiding him, Jehoiada, died, he stopped seeking the Lord. Und sofort hat Gott dann auch die Aramäer geschickt, die eigentlich momentan gerade ein viel kleineres Heer hatten als Juda. And immediately God sent the Arameans, who at this moment actually had a smaller army than Judah. Aber trotzdem haben die Aramäer über Juda gesiegt, weil Gott es einfach so bestimmt hat. But they still were able to defeat Judah because God ordained that. Also wieder generell dieser Gedanke, egal wie groß oder klein ein Heer ist, es passiert so, wie Gott es bestimmt. Again, what we see here is no matter how big or how small the army is, it happens what God says is going to happen. Ja. Dann springen wir weiter zu dem 10. König hier, also Usia oder Azaria. Now let's look at king number 10 on this list, Uzziah or Azariah. Und bei ihm ist es leider auch so, dass er nur so lange in Gottes Wegen gegangen ist, wie er auf den Priester gehört hat oder wie lange der Priester ihn geleitet hat. Unfortunately, with him it's the same situation, that he only was walking in God's ways as long as he was being guided by a priest. Und wir sehen, dass Usia auf derselben Höhe ist wie hier im Nordreich Jerobeam II. We see that he reigned at the same time here in Judah as Jeroboam II did in Israel. Und auch in Juda war hier eben gerade so eine Zeit der Blüte und des Wohlstands. Also in Judah, this was a time of blossoming economy, of creating wealth.
Und dieser Asaria, der König, der wurde immer reicher und wurde immer wohlhabender. Das Land hat an Territorium zugenommen. And so this king Azariah was having a good reign. He became richer and he gained more territories. Aber dann steht leider in 2. Chronik 26, But then unfortunately we see in 2 Chronicles 26, Verse 15 bis 16, in verses 15 to 16, da steht eben, dass Gott hat ihm so lange geholfen, bis er sehr mächtig war. there it says that God helped him in marvelous ways until he became very powerful. Und als er dann mächtig geworden ist, dieser ganze Reichtum hat dann dazu geführt, dass sein Herz doch hochmütig wurde. And then when he became powerful and had all these riches, that led to his heart becoming arrogant. Gott hat ihn dann quasi damit bestraft, dass er aussätzig wurde. And then finally God punishes him by giving him a skin disease. Aber wie schade ist es, dass dieser Reichtum ihn verführt hat. Er hat so gut regiert und dann wurde er hochmütig wegen dem Reichtum. But how sad it is that this wealth was able to take him away from God, that he was reigning so well and then he became proud and arrogant because of his success. Und für uns heute ist es natürlich auch immer noch die Gefahr, dass Geld oder weiß ich nicht, was alles dazugehört, aber dass das uns verführt, dass wir unser Herz daran hängen und dass wir auf einmal denken, ach, wir schaffen es ja selber, das Leben, wir brauchen Gott gar nicht. For us also today, this is a constant danger that money and all it brings could lead us away from God, that we would feel like, well, we can handle this life. We don't really need God anymore. Und Reichtum und Geld ist ja nichts Schlechtes, sondern es ist ja auch ein Segen. Riches and money is nothing bad, that is a blessing. Aber trotzdem dürfen wir wirklich wach sein und uns immer wieder auch prüfen, wo hängt unser Herz? Wann wird es zu gefährlich vielleicht, wenn wir viel Geld haben zum Beispiel? So, however, we need to keep checking our heart, see how we're doing, and there could come a time when you could get so much money that it really becomes a danger for you. Weil Gott hat schon die Israeliten, bevor sie das Land eingenommen haben, hat Gott schon zu ihnen gesagt, wenn ihr dann dort seid und wenn es euch gut geht, vergesst mich nicht. Before the Israelites ever took the promised land, God said to them, when you reach the land, when you live there, and when you're doing well, don't forget me. Aber genau das ist halt leider eingetroffen. Ihm ging es gut und auf einmal hat er Gott vergessen sozusagen. But sadly, that's exactly what happened here to Azariah. He was doing well and he forgot about God. Okay, so viel zu diesem König. Okay. Und dann gehen wir weiter zum Nummer 12, Ahas. Ganz kurz möchte ich was zum Ahas sagen. Now, I shortly want to say something about Ahaz, Das war ein schlechter König. who was a bad king. Also der hat sogar eben seinen Sohn auch durchs Feuer gehen lassen für fremde Götter. He actually sacrificed his own sons in the fire to foreign pagan gods. Ich weiß gar nicht, ob wir das gestern noch erwähnt haben beim Ahab oder ob der das auch gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ganz klar auch auf die Liste von schlechten Königen gehört. I don't know, I don't remember whether we saw that with Ahab yesterday, but it's definitely something that goes on the list of bad kings. Also wenn Könige ihre Söhne als Opfer für andere Götter verbrannt haben, das findet Gott so, so schlimm. When kings burn their children as a sacrifice to other gods, God feels like it's so horrible. Also wenn man sich das auch mal vorstellt, seinen eigenen Sohn zu verbrennen. If you imagine that, burning your own son, So, ja, richtig schlimm. it's really terrible. Und der Ahas hat in einer Zeit gelebt, wo der Jesaja zu ihm prophezeit hat. Ahaz reigned while the prophet Isaiah was prophesying to him. Und neben dem, dass Ahas ganz schlimmen Götzendienst getrieben hat, ist er auch in Bund mit Assyrien eingegangen. Besides promoting really terrible idolatry, Ahaz also made an alliance with Assyria. Und hat auch die Götter von den Assyrern dann gebracht ins Land Juda. He brought their gods into his country, into Judah. Und wieder das Thema, also dass Gott nicht möchte, dass jemand sich Hilfe und Stütze sucht bei einer anderen Nation. Again, we have this topic that God did not want them to
depend on other nations, to trust in other nations. Eben auch wegen dem Grund, dass dann diese Götter, wie es hier passiert ist, in das Land kommen. Also for the reason that their gods would then come into the country. Und wieso ich Ahas aber auch erwähne, ist einfach, weil ich auch das wichtig finde, dass man weiß, da hat Jesaja auch gesprochen, zum Beispiel in dieser Zeit. And one of the reasons why I mentioned Ahaz is because we see that Isaiah was speaking to him. Und zum Beispiel ein Vers, der auch berühmt ist aus Jesaja, dass er zu ihm gesagt hat, glaubt ihr nicht an Gott, dann bleibt ihr nicht. And one famous line that Isaiah spoke to him was, if you do not believe in God, you will not remain. Ja. Das ist aber genug zu Ahas. Okay, we're moving to the next king. Und jetzt kommen wir zum König Hiskia. King Hezekiah. Ja. Also Hiskia hat ja dann nach diesem bösen König Ahas regiert. Hezekiah ruled after this evil king Ahaz. Das heißt, in dem Land war viel Götzendienst etabliert gerade. So there was a lot of idolatry established in the land at this point. Und Hiskia Hiskia war ja ein guter König, er wollte tun, was Gott wohlgefällig ist. Hezekiah was a good king who wanted to do what pleased God's heart. Also hatte er erstmal ganz schön viel Arbeit auch, um den Tempel wieder zu säubern. So first of all, he had a lot of work to cleanse the temple, Einfach das Gesetz Gottes wieder zu etablieren. to establish the rule of God's law again. Und dann hatte er auch die schöne Idee, dass sie jetzt ein Passafest feiern wollen, so wie es im Gesetzbuch steht. And then he had this beautiful idea to celebrate the Passover together, as it said in the law. Und er hat alle eingeladen, natürlich von ganz Juda, aber er hat sogar auch nach Israel geschickt und eingeladen. He invited everyone, of course, all the people of Judah, but even he sent messengers to Israel to invite them. Und vor allem Leute in Israel haben die meisten nur gelacht und ihn verhöhnt und sind nicht gekommen. Most of the people in Israel just laughed about this and made fun of him and did not end up going. Aber trotzdem hat eine große Menge in Juda dieses Passafest gefeiert. Still, however, a great multitude in Judah celebrated this Passover. Und es heißt dann, dass danach das ganze Volk von Jerusalem, also alle die das Passafest gefeiert haben, sind danach voller Eifer losgezogen und haben Götzendienst beseitigt in all den Orten. And then it's described how the people, after celebrating that Passover, they went out with great zeal to demolish idolatrous places in their whole country. Also das kann man wirklich auch so sehen, finde ich, dass der König das Volk versammelt hat, es zu ermutigen und dadurch wirklich so eine Multiplikation und religiöse Erweckung entstanden ist. So you could see this as the king calling the people together to encourage them, and out of that came real reformation, an awakening, and a multiplication. Ja. Und die Punkte möchte ich auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Das passt hier dazu, removes idols und cleanses temple oder restoration, purify. Ist der Tag. Auch wichtig, dass der König quasi das Volk ja ins Gebet führt. What was important here also is that the king brought the people into prayer. He led the people into prayer. Und dadurch eben, dass dadurch dann diese religiöse, ja wie eine religiöse Erweckung einfach auch entstanden ist. And that's what started this religious awakening. Okay, aber wir sind ja trotzdem noch in der Zeit, wo Assyrien gerade wieder auf dem Vormarsch ist. But now we get to a time when Assyria becomes powerful again. Und ich zeige jetzt mal die Karte. Noch ist Juda ja nicht eingenommen sozusagen von Assyrien. Judah, however, has not been conquered yet by Assyria. Aber wir lesen, ich weiß leider nicht an welcher Stelle, aber wir lesen auf jeden Fall, dass Assyrien trotzdem schon auch angefangen hat, Städte in Juda einzunehmen. But we read that Assyria has started conquering cities in Judah. Aber Jerusalem, die Stadt, war noch nicht erobert. However, Jerusalem as a city had not been conquered. Also nochmal auch aufs große Bild gesprochen, wisst ihr noch, dass wir bei Königen angefangen haben, okay, sie sind
Reich unter Salomo. If we think of the big picture again, remember how in Kings we saw that they were one great empire under Solomon. Und jetzt ist es immer noch mehr weggeschlagen worden und jetzt ist nur noch die Stadt Jerusalem übrig. But now piece by piece, territories have been lost, have been taken away, and all we have left now is this one city, Jerusalem. Und jetzt ganz menschlich gefragt, ganz menschlich gesehen, ist es ja unwahrscheinlich, dass diese Stadt jetzt noch standhalten wird gegen die Assyrer, die gerade auf dem Vormarsch sind. And humanly speaking, it's not very likely that this one city would now be able to withstand the Assyrians who are approaching it. Und wir haben jetzt ist 701 vor Christus, das ist auch ein Jahr, das ihr euch merken könnt. The year we're looking at now is 701 before Christ. It's also a good year to remember. Also Assyrien liegt jetzt vor Jerusalem und will Jerusalem einnehmen. The Assyrian armies are camping around Jerusalem, are getting ready to conquer the city. Der König von Assyrien heißt zu dieser Zeit Sanherib. The king of Assyria at this time is called Sanherib. Und dieses riesengroße, mächtige Heer umlagert die Stadt und der König schüchtert den Hiskia und das Volk der Juden ein. Sennacherib. And so the armies are surrounding the city and the king is trying to strike fear into the inhabitants of Jerusalem. Und wir können jetzt mal 2. Chronik 32, die Verse 7 bis 8 lesen. So now we can read in 2 Chronicles 32, verses 7 to 8. Was der Hiskia zu seinem Volk sagt. 2 Chronicles 32, 7 to 8, what Hezekiah says to his people. Liest ihr mal, bitte? Seid zuversichtlich und mutig. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien oder seinem mächtigen Heer, das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite, uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Und das Volk glaubt den Worten von Hiskia, dem König von Juda. Also was für ein starker König, What a strong king. dass der in der Situation sein Vertrauen auf Gott ausrichtet That in that situation he places his trust in God. und dass das Volk so viel Vertrauen in seinen König hat, dass sie ihm wirklich glauben. And that the people trust so much in their king that they actually believe him. Und dieser Sanherib von Assyrien, der König, And the Sennacherib of Assyria, the king of Assyria, der hat da noch ein paar Sachen draufgesetzt. Er hat zum Hiskia und zu dem ganzen Volk gesagt, auf wen vertraut ihr eigentlich? Seid ihr eigentlich noch ganz dicht sozusagen? he really challenged us. He spoke to Hezekiah and to the people, who do you actually trust in? Are you nuts? Und er hat gesagt, schaut mal, ihr Judäer, was wir schon alles andere eingenommen haben. So viele Städte, so viele Länder. He said, people of Judah, have a look at how many other nations and cities we have conquered. Und er sagt, und all die Götter von den Städten und von den Leuten, die konnten denen auch nicht helfen gegen uns. And he said, all the gods of these different nations and these different cities, they were no help against us. Glaubt ihr wirklich, dass euer Gott euch helfen wird? Do you actually believe that your God is going to help you? Er stellt ein paar Mal die Frage, worauf vertraut ihr eigentlich? Several times he asked this question, what do you actually trust in? Und dann kommt sogar noch ein Brief And then they actually get a letter. und in diesem Brief da verpönt und beschimpft der König von Assyrien unseren Gott. In which the king of Assyria mocks and insults our God. Er sagt, so lächerlich, der kann euch eh nicht helfen. He says he's just ridiculous, he cannot help you. Und eben nochmal so dieses provokante Fragen, auf wen vertraut ihr? Wir werden euch ganz sicher besiegen. And again he asks provocatively, who do you guys trust in? We will surely defeat you. Und hier heißt es dann, dass König Hiskia und der Prophet Jesaja ist eben immer noch in dieser Zeit da, dass sie sagen, sie beten zu Gott. And then we see that King Hezekiah and the prophet Isaiah, who is with him at this time, they say, we have to pray to God. Und es steht, sie schrien zum Himmel und ich glaube, sie haben wirklich